Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Judith Jelena. Wir werden heute gemeinsam eine Makramee-Blumenampel knüpfen. Ich verwende hier das Makramee-Garn von MyBoshi. Das ist ein geflochtenes 6 mm dickes Garn und ich kann euch verraten, es ist super, super stabil, sehr, sehr hochwertig und lässt sich prima verarbeiten. Ich freue mich riesig, euch verkünden zu können, dass es seit heute ganz, ganz neu in meinem Shop ein DIY-Kit für diese Makramee-Blumenampel gibt. Ich verlinke euch wie immer alles in der Infobox und freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Du benötigst 6 gleich lange Stränge à 4 Meter. Dann brauchst du noch 2 gleich lange Stränge à 1 Meter. Und ich habe mir jetzt noch ein paar Vorlagen aus Pappmaché ausgeschnitten. Nämlich einmal eins, das 25 cm lang ist und eins, das 8 cm lang ist. Wir nehmen jetzt unsere 6 Stränge und machen die einmal hier durch unseren Holzring durch. Und schauen, dass die dann unten ungefähr gleich lang sind. Dann legen wir die uns einigermaßen hübsch nebeneinander. Und dann starten wir auch gleich mit dem ersten Knoten, nämlich mit dem sogenannten Wickelknoten. Und diesen machen wir wie folgt. Wir nehmen hier das kurze Stück und lassen das hier nach oben zeigen und machen uns dann hier so eine Schlaufe. Und um diese Schlaufe wickeln wir jetzt einfach nur rum mit dem langen Teil. Heißt, wir halten das schön fest und machen das so fest, wie wir können, hier rum. So, und wenn ihr dann fast nichts mehr von eurem Seil übrig habt, dann könnt ihr hier einfach durch diese Schlaufe das Ende führen und dann ziehen wir an beiden Enden, heißt hier oben und hier unten, und ziehen das dann sozusagen zusammen und ziehen das fest. Und das war auch schon der erste Knoten, der geht, wie ihr seht, ganz einfach. Dieses Stück könnt ihr dann später einfach abschneiden. Ja, und dann könnt ihr euch alle Fäden nochmal schön runterziehen, damit das dann oben schön gleichmäßig wird. Muss man erstmal alle erwischen. Genau, so, das ist jetzt der Anfang und dann geht es weiter mit dem Kreuzknoten. Dafür nehmen wir uns dann 4 Stränge und dann nehmen wir die mittleren 2 Stränge zusammen, bilden mit dem linken ein L und dieses L legen wir über die 2 mittleren. Dann nehmen wir den rechten und kommen dann von oben hier über das L nach hinten durch und hier bei dem L wieder raus. So sieht das Ganze dann aus und das ziehen wir uns jetzt hier einfach nach oben und schön fest. Um den zu vervollständigen, müssen wir den jetzt nochmal spiegelverkehrt machen. Bedeutet, wir nehmen jetzt die rechte Seite und legen uns ein spiegelverkehrtes L. Dann kommen wir mit dem linken Strang hier oben drüber, dann hier hinten durch und hier bei dem spiegelverkehrten L wieder raus. Und das ziehen wir uns jetzt wieder fest. Das ist jetzt unser allererster Kreuzknoten und den wiederholen wir jetzt. Heißt, wir machen insgesamt 6 Stück und dafür machen wir jetzt wieder hier ein L über die 2 mittleren, nehmen den rechten, kommen über das L hier drüber und kommen hier bei dieser Lücke wieder raus. Also heißt, wir gehen da hinten durch und kommen da wieder raus.
Und das ziehen wir uns jetzt wieder fest. Und um den zu vervollständigen, machen wir den jetzt nochmal. Heißt, ich mache jetzt ein spiegelverkehrtes L mit der rechten Seite, komme mit dem linken hier drüber, nach hinten durch, nach hinten durch und hier wieder raus. Und das ziehen wir uns fest und damit haben wir den zweiten Kreuzknoten fertig. Wenn wir dann 6 von den Kreuzknoten haben, das könnt ihr hier ganz gut zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann wiederholen wir das hier mit den anderen. Heißt, wir nehmen uns wieder 4 Stränge. Dafür drehe ich mir auch einmal hier einfach meinen Ring um, dann geht es ein bisschen einfacher. Und dann, ich schaue mal nur, dass die hier auch gut zusammenpassen. Genau, dann nehmen wir jetzt hier uns diese 4 und wiederholen dasselbe Spiel von gerade eben. So, dann habt ihr jetzt insgesamt 3-mal diese 6 Kreuzknoten gemacht. Am besten zieht ihr immer jeden Knoten wirklich schön fest, umso gleichmäßiger wird es dann später. Und dann schnappen wir uns jetzt unsere Pappe, die wir ausgeschnitten haben, mit den 8 cm. Und dieses Mal nehmen wir jetzt wieder 4 Stränge, aber wir nehmen diesmal 2 von dem Strang und 2 von dem daneben. Und dann legen wir die 2 äußeren nach innen. Heißt, wir haben jetzt hier so eine Kreuzung auf beiden Seiten. Und damit die dann nachher auch wirklich alle gleich lang werden, mache ich mir hier jetzt diese Pappe dazwischen, damit ich das dann sehe. Und jetzt, wie gesagt, machen wir wieder den gleichen Knoten. Heißt, ich komme hier wieder von links, mache das L hier drüber und komme mit dem da drüber und hier hinten wieder raus. Also wirklich genau dasselbe, was wir eben auch schon gemacht haben. Es ist jetzt nur ein bisschen komplizierter mit der Pappe dazwischen, aber das müsst ihr nur beim ersten machen, keine Angst. Und dann ziehen wir uns das, wie gesagt, ist ein bisschen schwierig, wieder fest. Und dann machen wir das gleiche nochmal spiegelverkehrt, um den zu vollenden. Und dann könnt ihr euch die Pappe auch wieder rausnehmen. Die ist, wie gesagt, wirklich nur als Abstandshalter gedacht, damit die dann auch alle gleich lang sind, eure Abstände. Und jetzt, nachdem wir hier den ersten Kreuzknoten gemacht haben, wiederholen wir genau dasselbe wie gerade eben. Heißt, das ist unser erster Kreuzknoten. Und jetzt machen wir wieder 6 insgesamt. Heißt, den ersten haben wir schon. Jetzt mache ich den zweiten und mache den nochmal zum Vervollständigen. So, das ist mein zweiter Kreuzknoten. Und so weiter. Jetzt habe ich hier ebenfalls wieder 6 Kreuzknoten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann drehe ich mir meinen Ring wieder um, damit es ein bisschen einfacher geht. Und wiederhole das jetzt mit den restlichen Strängen. Also heißt, ich nehme jetzt auch hier wieder die 2 von dem Kreuzknoten und die 2 von dem. Und dann tausche ich das wieder, heißt, ich nehme jetzt die äußeren nach innen, überkreuze die also sozusagen und nehme mir dann wieder meine Schablone her. Wenn ihr dann die 3x6 Kreuzknoten gemacht habt, dann geht es auch direkt weiter. Ich zeige euch das mal hier an der fertigen. Jetzt kommt nämlich ein relativ großer, langer Abstand und dafür nehmen wir jetzt unsere andere Schablone und zwar die 25 cm Schablone. Da jetzt hier ein relativ großer Abstand kommt, wie ihr an der fertigen schon sehen könnt, bin ich jetzt mal auf den Boden umgezogen. Und jetzt machen wir wieder dasselbe, wie gerade eben eigentlich auch. Bedeutet, ich nehme mir jetzt wieder 2 Stränge von der und 2 von der anderen. Und diesmal überkreuze ich das nicht, aber ich mache jetzt hier meine 25 cm dazwischen. Und dann geht es wieder weiter wie zuvor. Ich mache mir hier wieder Kreuzknoten. Dieses Mal allerdings nur 2 Stück.
Dann kann ich die Schablone auch schon rausnehmen und mache mir noch einen zweiten. Wie gehabt wiederhole ich das dann jetzt mit den anderen Strängen, heißt wieder 2 von hier und 2 von da. Und dann nehme ich mir hier wieder meinen Abstandhalter, mache mir den dazwischen. Wie gesagt, diesmal wird das nicht nach innen gekreuzt, sondern einfach hier so genommen, wie sie da hängen. Und die 2 inneren bleiben die 2 inneren. Vielleicht habt ihr ein höheres Regal, dann müsst ihr nicht wie ich auf dem Boden sitzen. Oh, ist eigentlich ganz bequem hier, ne? Und natürlich machen wir das dann mit den letzten 4 Strängen nochmal genauso. So, jetzt kann man auch schon so ein kleines bisschen erkennen, dass das mal eine Blumenampel werden soll. Und jetzt geht es auch schon Richtung Endspurt. Wo habe ich denn jetzt hier meine andere Schablone? Ich nehme jetzt wieder von dem hier, von den letzten 2 Kreuzknoten, nehme ich mir wieder die 2 und von dem anderen daneben die anderen 2. Und dann mache ich mir hier wieder meine 8 cm dazwischen und dann kommt ein einzelner Kreuzknoten. So, heißt, wir haben jetzt 3 einzelne Kreuzknoten gemacht. Und jetzt kommen auch schon die letzten Kreuzknoten. Und zwar nehmen wir jetzt nochmal unseren Abstandshalter und nehmen dann wieder hier die 2 von dem und die 2 von dem und machen dann am Ende nochmal 2 Kreuzknoten jeweils. Unser Netz hier für den Topf ist fast fertig. Zum Abschluss machen wir nochmal denselben Knoten wie oben, nämlich den Wickelknoten. Dafür lege ich mir hier wieder das kurze Stück nach oben, bilde hier eine Schlaufe und dann wickle ich das ganz fest um meine Endstücke rum. Und dann gehe ich jetzt hier wieder wie vorhin auch durch diese Schlaufe und dann ziehe ich das hier oben mit ein bisschen Kraft richtig fest von beiden Seiten nochmal. Und dann kann ich mir jetzt hier wieder alle nochmal runterziehen, damit das dann hier oben alles schön wirklich auch am Ende sich befindet und der Topf dann später schön gerade drin stehen kann. Ja, dann heißt es nur noch abschneiden. Und jetzt könnt ihr euch die hier noch, so lange wie ihr die am Schluss einfach haben wollt, abschneiden. Ich lasse das immer so ein bisschen länger, das finde ich ganz hübsch. Und mit einer schärferen Schere geht das dann auch ein bisschen schneller. Oh. Man muss aber dazu sagen, das Garn von MyBoshi ist einfach auch wirklich sehr, sehr dick und stabil, was für Blumenampeln perfekt ist. Ja, und das war's. Das ist unsere Blumenampel. Ich hoffe, das Video hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ja, freue ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns schon beim nächsten Mal wieder.